Hallo ihr lieben Löwen, wir kommen zu eurem Sternzeichen-Update für euer kollektives Sternzeichen oder für das Kollektiv der Löwen. Ich lasse die Karten nur springen. Denkt dran, nicht jedermann kann mit dieser Botschaft in Resonanz gehen, aber wir haben hier für euch das 10. Haus und das 10. Haus ist ein Haus des Elementes Erde. Es geht mitunter um die Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau und es geht um das Thema Berufung und Karriere. Und unten am Deck habt ihr noch das 1. Haus. Da geht es um ein Haus des Elementes Feuer. Es geht um die Sternzeichen Widder, Löwe und Schütze, wo ihr selbst auch dabei seid. Und es geht um das Thema Erscheinungsbild, Selbst und Ego. Hoppala, wir schauen, was die Karten hier mitbringen an Thema. Hier sind schon 2 rausgefallen. Wow, in die Mitte legt sich bei dir eine glückliche Wende, ein relativ kurzer Zeitraum, ein Erfolg, der sich hier einstellt. Ein bisschen mehr Alltagsglück, ein bisschen mehr Alltagsqualität und auch Klärung in all deinen Fragen. Ne? Wenn die Sterne in der Mitte sind, hast du hier echt eine gute Zeit, auch Dinge wieder unter einen guten Stern zu stellen. Mitunter hast du vielleicht hier das Gefühl, dass du, ja, wie soll ich es nennen, viel alleine machen musst oder auch distanziert von etwas bist, dass vieles auf dir haftet. Das Thema könnte hier auch sein, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit als Mensch. Vielleicht überlegst du dir auch, wo du trennende Dinge vornehmen musst oder wo du, ja, vielleicht so dieses mehr Distanz aufnehmen musst zu irgendwelchen Themen. Ich habe hier viele Blockaden bei dir auf der unterbewussten Ebene. Vielleicht denkst du auch zu viel. Hier sind immer wieder Hindernisse. Ja, ich würde mal sagen, über die du nicht drüber kommst und dich dann zurücknimmst. Denk immer dran, hier in der Mitte hast du das Günstigste, was man haben kann. Da dreht sich etwas auch, weil man ein bisschen Glück hat. Hier liegt es so für einige, dass sie in der Vergangenheit schon viel zugelernt haben, dass viel hochgekommen ist aus dem Unterbewusstsein. Die einen oder anderen haben vielleicht schon ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen und haben hier noch so Ausläufer. Ihr könnt Instruktionen nutzen, die euch zur Verfügung stehen. Erfahrungen in diesem Fall. Ihr habt hier viel dazugelernt. Die einen oder anderen haben hier den Hinweis auf einen kleinen Kurs oder einen Lehrgang oder irgendetwas zu lernen, was sie interessiert. So als Inspiration. Wer hier eine Prüfung vor sich hat, wird die mit etwas Glück gut bestehen. Ne? Okay, gucken wir weiter. Was jetzt schön ist, ne? Die Maus, die sieht keiner so gern, aber die hat ja auch was Gutes, denn sie beißt dir Blockaden weg. Sie nimmt dir auch die Dinge weg, wo du dich getrennt fühlst oder allein gelassen. Oder wo es dir auch zu viel wird. Also das heißt, hier in der näheren Vergangenheit sortierst, in der näheren Zukunft sortierst du aus, entscheidest dich für Dinge, die nährend sind. Kommunikation könnte für dich wichtig sein. Vielleicht fehlt dir so ein bisschen ein gutes Gespräch oder du sagst einfach nicht mehr alles oder du fühlst dich blockiert oder du möglicherweise kannst du auch nichts mehr hören, was dir andere sagen, ne? Oder dass dir Gespräche einfach zu viel sind. So Zeiten gibt es manchmal. Da kann man einfach nichts mehr hören.
Und das Umfeld fordert von dir sehr viel Kraft und Vertrauen und die eigene Lebensgröße, ne? Möglicherweise begegnet dir hier ein Mensch, der dir einen guten Input mitbringt, der dir eine gute Nachricht bringt. Und im Haus der Hoffnungen und Ängste liegen hier die Eulen drin. Das kann sein, du fühlst dich von etwas gestresst oder das Außen ist dir auch zu laut oder auch nochmal der Hinweis auf Gespräche, Quatschereien, Oberflächlichkeiten. Auch da nagt dir die Maus das weg. Vielleicht hast du das Gefühl, wenn du hier etwas veränderst, dann geht es auch mit Stress weiter. Oder du darfst dich hier auch fragen, wie gehe ich denn mit Stress um? Also wie gestalte ich mein Leben so, dass es möglichst, ja, stressfrei ist das Leben ja nie, aber dass es möglichst stabil ist, dass es mich nicht aus der Reihe bringt, dass mir nicht etwas zu viel ist oder ständig zu viel, dass einfach Stress reduziert wird. Und du hast hier mit dem Anker am Ende für die längere Zeit ein gutes, stabiles Fundament, wo du ankommst für dich. Hier kann sich auch eine berufliche Situation ganz gut wenden. Und ich habe hier, dass die Dinge, die sich für dich nicht stimmig anfühlen, die gehen hier raus. Also du kommst auf die Idee, was dich hier immer in die gleiche Richtung bringt und nicht voran. Denk dran, du hast in der Mitte hier einen Glücksaspekt. Ja, habe ich vorher schon gesagt. Die Unabhängigkeit ist für dich ganz wichtig, lieber Löwe. Nicht in verstrickte Situationen reingehen, sich nicht vom Glück der anderen oder der Launen der anderen abhängig machen. Und an sich hast du die Energie, wo du ein bisschen runterfahren kannst in Zukunft, die dich nicht nervt. Halte deinen Fokus, wird hier noch gesagt, sei fokussiert. Hier hast du das Buch der Erinnerungen, das liegt hier auch, ne? Vielleicht denkst du gerade sehr viel darüber nach, wie es früher war, ob es früher besser war. Vielleicht kannst du aber auch eine Erfahrung aus der Vergangenheit ganz gut für dich nutzen, um jetzt im Jetzt was draus zu machen. Was kommt hier für die Löwen? Wow. Hier kommt für euch der Kolibri. Es geht um eure Herzensfrequenz. Ja, wie das Wort schon sagt, die Herzensfrequenz. Hier geschieht Genesung bei deinen seelischen Dingen, bei den Dingen, die dir am Herzen liegen. Es kommt mehr Harmonie, dein Herz kann mehr leuchten und strahlen. Und hier liegen auch beglückende neue Erfahrungen. Es kann ja ein bisschen Paradigmenwechsel sein und es ist unbedingt wichtig und nötig, sich selber gegenüber ehrlich zu sein. Sage bloß da Ja, ne, wo du auch Ja meinst. Das hat viel mit Unabhängigkeit zu tun. Und wenn du ein Nein fühlst, dann bleib auch bei deinem Nein. Und so werden sich hier Schritte für dich entwickeln. Hier gibt es eine warme, charmante Art, mit der du Herausforderungen meisterst. Also nicht so dieses ganz aufgeben oder dieses radikale irgendetwas, sondern es ist spielerisch mit Freude und Leichtigkeit. Hör auf dein Herz, überdenke deine Entscheidungen. Wo machst du was aus Pflichtgefühl? Wo sind noch alte Schuldgefühle, Angst, Scham? Schau abends, was der Tag so gebracht hat, wo du auch vielleicht in eine Richtung gelaufen bist, die dir jetzt nicht so dienlich war. Und es geht auch darum, eine Brücke zwischen Herz und Verstand zu schaffen, zwischen Alltag, Arbeit und Spiritualität. Hier kommt auf jeden Fall ein Sprung für dich in eine neue Erfahrungsebene. So, wir haben hier die Schnepfe.
Und die sagt dir, Veränderungen kündigen sich an, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es könnten jetzt einschneidende Veränderungen im Arbeitsleben anstehen. Guck dir das an. Ne? Passt wunderbar, der Anker liegt am Ende. Ihr lieben Löwen, nutzt euren Glücksaspekt hier. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich drücke euch und bis bald.